24 Angler. Yes, baby! 13 Angeltage. Alter, hab ich eben geschwitzt. 4 Gruppen. Guckt euch das an! 3 Zielfische. Dieser Biss. Eine Finalrunde ohne Ortskenntnisse. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2023 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, Hearty Rice, Feel the Difference und LMAB, Every Great Story Starts with a Cast. Hallo liebe YouTube Predator Cup Zuschauer und herzlich willkommen zur 10. Folge und damit zum Finale in Gruppe A. In dieser Sendung werden die ersten 3 Halbfinalteilnehmer ermittelt. Ziemlich sicher dabei sein wird Dustin Schöne. Der Berliner, der für seine Marke Nace antritt, hat einen 87er Hecht, unglaubliche 4 Barsche zwischen 47 und 51 cm sowie einen mittleren Zander in der Wertung. Er jagt seinen eigenen Rekord, den er im Vorjahr mit Hilfe von 30 Topwater-Punkten aufstellen konnte und von dem er keine 11 Zähler mehr entfernt ist. Auf Platz 2 liegt Herbert Ziereis. Der Moby Softbait-Repräsentant aus Oberbayern hat 2 Hechte und 3 Zander in der Wertung. Er braucht also noch einen Barsch für die Fullcard und möglicherweise auch noch Upgrades fürs Weiterkommen. Der Sieger von Tag 1, Shimano Teamangler Christopher Jung, ist am Vormittag auf Platz 3 abgerutscht. Trotzdem ist seine Ausgangslage nach wie vor recht gut. Er hat schon alle Fischarten, kann die Fullcard also mit jedem beliebigen maßigen Fisch erreichen und ist momentan nur einen Wimpernschlag, nämlich 0,1 Punkte von Platz 2 entfernt. Landry Rosens vom Fish Explorer Team hat einen ähnlich ruhigen Morgen wie Chris. Er braucht noch 2 Fische für eine Fullcard und ein Hecht muss unbedingt dabei sein. Für Regina Procé von CWC und Markus Eule von ZEC ging der zweite Tag genauso schleppend los, wie sich der Großteil des ersten Tages dargestellt hatte. Beide haben erst einen Fisch in der Wertung und brauchen jeweils mindestens 4 Fische zum Weiterkommen. Es ist bei den vorliegenden Fangergebnissen nämlich nicht ausgeschlossen, dass heute jemand mit 5 Wertungsfischen in die nächste Runde einzieht. Welcome to the next episode. We are here at a small place an der Lingen. We're going to fish underneath the bridges, small obstacles in search for perch. There is some sander here, I know, maybe a pike. It's also good pike waters. So it's getting pretty warm now. The sun is fully on. So I'm going to search for shady places because the fish like to hide in the shades. I pack a rod, Lizard X Adam Oro. This is the 5 to 20 grams. And I take the 3 till 18 I think, yes. That one I rigged with a drop shot rig. I made my own drop shot rig with titanium. It is nullable titanium because if you have a leader break you have a penalty of 30 minutes and I don't want that. So I made my own from titanium with a small fluor on the end for the pencil weight. Yeah, that's what we're gonna do. That's the plan. I'm gonna grab my bag, my net, and then we go to the first bridge. Jetzt geht's ans Training. Gucken, ob hier Zander aktiv sind. Eigentlich ist ein Spot, der immer Zander, für den Zander gut ist. Und der ist nicht so weit von dem Barsch-Spot entfernt. Ich denke schon, wie gesagt, ans Halbfinale. Vielleicht ist das ein bisschen zu vermessen, vielleicht auch nicht. Ich sehe gerade, ich habe eigentlich nicht die richtige Köderfarbe dabei, weil hier funktioniert Neon oder hat sehr gut Green Pumpkin Chartreuse und so funktioniert. Deswegen mal gucken. Ah, hier doch, ich habe ein paar dabei, das ist gut. Ja, mal gucken, was da geht. Und natürlich auf der anderen Seite wäre es natürlich gut, dann noch abzugraden, weil ich habe nur einen 51er
Zander in der Wertung und das ist natürlich nix. Umso besser wäre es, da jetzt noch einen nachzulegen. Das ist relativ flach da. Ich werde 7 Gramm ran machen und dann guck mal, was geht. Nicht nur Regina und Dustin, auch Markus probiert sein Glück an einem neuen Spot. Okay. So Jungs, ihr seht, ich bin noch am 3. Gewässer angekommen. Platz der letzten Hoffnung, gell? Viele von euch werden das Gewässer kennen. Das ist da, wo ich letztes schon mal Hechte voll gemacht habe. Das ist eigentlich ganz gut gelaufen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, gell? Aber jetzt sehe ich halt auch wieder, dass es viel mehr zugewachsen ist wie letztem Jahr. Vielleicht, aber nur vielleicht, hätte man ja trainieren sollen vorher. No cloud today, sunny day. So I change for a spoon, so Stooky fishing. The brand began with some spoon production, and today he makes the own spoon with handmade paint. So painting, so as you can see, it's beautiful one. This one is Mozi. It's a special one for pike, so I hope it's a good choice because the water is also dark here and I am not so happy with that. Im Vergleich zu dem, wo wir gerade waren, haben wir hier extrem klares Wasser, also zumindest für Polderverhältnisse. Das heißt, wir sehen also gute 5 oder 6 Meter raus. Klar, 5 Meter tief kann man nicht gucken, weil so tief sind die Polder in der Regel nicht. Aber wir hoffen, dass hier jetzt mal ein Fisch kommt. Auf geht's, ich brauche einen. Nicht nur einen. Ich stehe schön im Schatten. Wenn du von der anderen Seite filmst, siehst du mich gar nicht. Wollen wir teste mal, teste mal. Warte, ich ziehe den Bauch ein. Gar nicht, total unauffällig. Wenn ihr mich nicht seht, sehen mich die Hechte auch nicht. Fisch! Oh, Barsch! Jetzt brauche ich sie nicht mehr, jetzt kriege ich die Barsche. Was soll das? Schöner Fisch, aber nicht das, was ich wollte. Aber auch ein 40 Plus Barsch. Gucken wir mal, wie groß genau, aber bestimmt kein Upgrade. Er ist ein bisschen vermessen jetzt. 43, kein Upgrade, aber ein sehr schöner Fisch. Ein alter Krieger, der sieht richtig abgerockt aus. Schnell zurück ins Wasser. Und weg ist er direkt. Fisch! Das heißt eine halbe Stunde weniger. Das kann man natürlich gar nicht brauchen. Aber es war bestimmt ein schöner Hecht gewesen, aber was hilft? Scheiße. Ja gut, mit dem muss man rechnen. Aber das mache ich da vorne ein paar Würfe, dann machen wir einen Spotwechsel. Der Vorfachriss ist jetzt natürlich ärgerlich, aber so wie ich gefischt habe ich auch natürlich auf Risiko gefischt und jetzt habe ich die Strafe dafür. Aber ich darf jetzt einfach eine halbe Stunde lang weniger fischen, ne? Und muss halt den Barsch schneller fangen. Das sind verdammt schlechte Nachrichten für Herbert. Was in der letzten Sendung mutmaßlich noch gut funktionierte, nämlich aktive Hechte erst wegzufangen, um im Anschluss fein auf Barsch zu angeln, ging diesmal nicht auf oder wurde schlichtweg nicht ausreichend praktiziert. Eine fehlende halbe Stunde Angelzeit kann heute entscheidend sein und tut dementsprechend richtig weh. So Jungs, vielleicht auch noch ganz interessant für euch. Ihr seht, ich fische Gestahl. Ich fische hier ein 09er Mono. Oben direkt mit der Hauptschnur zusammengeknotet. Die Hauptschnur eingefärbt, mit dem Edding schwarz angemalt.
Gucke, dass alle Übergänge Dinge sind, ihr seht. Wir schaffen mit alle Tricks, aber es ist halt so einfach. Spinnerbait, das Dekor mal ein bisschen dunkler gewählt. Vielleicht. Hier im Polder angel ich ja gerade mit einer sehr, sehr leichten Route, zumindest fürs Hechtangeln. Und zwar ist das eine Poisoner Drena 172H. Die hat 12 bis 42 Gramm Wurfgewicht. Und eine schöne, weiche Spitzenaktion hilft vor allem, wenn man mit Spinnerbait angelt und der Fisch beißt, dass der den noch einziehen kann. Als Rolle habe ich die neue Bantam MGL. Die hat den Vorteil, dass sie extrem viel Cranking Power hat. Also beim Einkurbeln, selbst beim größten Widerstand, kann man die noch weich kurbeln. Eine 8-fach geflochtene Schnur hat man nicht auf der Baitcaster, das habe ich ja schon mal gesagt. Deswegen haben wir hier eine Kairiki 4 drauf, 4-fach geflochtene, Durchmesser 0,19, also 0,19 mm. Das reicht fürs Hechtangeln, zumindest bei so kleinen Ködern, dicke aus. Und ja, das ist die Kombo, mit der ich heute angel. Als Vorfach, ganz, ganz wichtig, man könnte Stahl nehmen, aber ich habe ein 0,9 mm starkes Fluo-Vorfach. Von Shimano ist das ebenfalls, das ist das Yasai Leader. Und ja, damit sollten die Hechte eigentlich laufen, aber sind sie heute leider nicht. Zumindest bisher. Die ursprüngliche Idee war, dass wir hier jetzt noch ein paar Würfe machen und dann zum Zanderspot gehen. Aber da hinten sieht es so gut aus. Und als ich vorgestern meinen Plan um 10 Meter verlängert habe, habe ich einen guten Barsch gefangen. Deswegen probieren wir das hier jetzt auch. Gehen noch mal da hinten hin, allerletzter Spot und dann geht's auf Zander. Warum? 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 Nein. Ja, wir sind in einem Hechtpolder. Wir haben einen Spinnerbait drauf und wir fangen ein Aaland. Und so was für ein auf ein Spinnerbait. Ah, schöner Fisch. Der zählt aber leider nicht. Guckt euch mal den Fisch an. Geiles Teil. Aber leider nicht der Zielfisch, deshalb darf der gleich wieder zurück. Chris ist heute wirklich nicht zu beneiden. Bei Dustin klappt hingegen alles. Super. So, Zander sind hier schon mal gut. Auch fürs Training zu wissen. Der könnte sogar ein bisschen mehr als 51 haben, was auch ein Upgrade wäre. Hier ist er. Ein bisschen größer, um die Zander zu kriegen, und es hat tatsächlich geklappt. Oh, schön. 51 Zentimeter. Bringt uns nicht so viel. Aber die sind aktiv und beißen. Und der darf dann schnell ins Wasser wieder. Ups. No way! No way! So hard, and I lost the only pike, and it was a big one. It's like it was 80 plus. Shit happened! I am not lucky. I will come back later, no? I will try a last time. It was a nice one, huh? 80 plus. Huh? I am not lucky. I lost a perch, I lost a pike. Wow. Ah, it's coming now? I see something, or bien, I see something. I begin to be crazy, I don't know. I am not lucky. I will change the spot and I will come back later because it's maybe the only pike I can fish today. And I know where it is. The spike is there. Let me a second chance.
Nicht die größte Jungs, aber das Maß. Ab. So, wenn man halt ein Depp ist, gell? Und dann ist man ein Depp einfach. So was Saudummes wie mich. Porca miseria. Okay, erst geklickt und dann kommt auch noch Dummheit dazu, Alter. So eine Scheiße. Das ist jetzt ein ganz hartes Brot, Alter. Das muss man erst mal verdauen. Oder versaute Eule, ne? Klar, wenn man rückwärts läuft, dann sollte man halt die Bremse aufmachen auf jeden Fall. Habe ich nicht gemacht. Fehler mit Anfänger. Okay, dann hat man es auch nicht verdient, wenn man sowas macht, das ist ja eh klar. Schade, ich hab's schon gesehen. Er ist unter der Seerose raus, hat kurz der Köder angeguckt, BAM! Deswegen habe ich auch vorher gesagt, Fisch bevor ich angeschlagen habe. Porca miseria, so viel kann ich gar nicht rachen, dass ich das verkraft. Und wo war er gestanden, gell, in so tiefem Wasser unter der Seerose? Ich meine, das war zwar bloß ein Mitte 60er. Bloß. 60 Punkte verschenkt, Alter. Porca. Haben Sie es auch gesehen, ne, oder? Oh, ich habe aber gleich gesehen, dass sie nicht wirklich Bock haben. Der ist rausgeschoben, wie gesagt, ganz langsam, Köder und dann erst du. Normalerweise kommen die da unten raus, bumm. Ja. Schöner Biss. Zander. Wieder die Kategorie. Vielleicht ein Zentimeter Upgrade. Aber werden wir mal sehen. Es sind auf jeden Fall hier die Fische. Oh ja. Über 0,5, 55. Kriege ich den noch höher? Ne, 55. Super. Ein kleines Upgrade. Das freut mich. 55er. Schöner Fisch, makellos. Der darf schnell zurück. Ups. Ah, sehr gut. Yes. Extra Punkte. Kein riesiger Zander, doch so manch ein Konkurrent wäre für ein solches Exemplar jetzt sicherlich sehr dankbar. Und auch Dustin bringt der Fisch ein kleines Upgrade und vielleicht auch eine neue Erkenntnis. Soeben hat er auch den letzten Fisch des Vortages ersetzen können. Den ganzen Aufwand an Tag 1 hätte er sich also theoretisch sparen können. Jetzt sind wir gerade angekommen am zweiten Spot von mir. War bloß eine Viertelstunde lang Pause jetzt, weil wir haben einen ganz kurzen Weg oder Platz ausgesucht, dass alle Plätze ziemlich nah beieinander sind. Das ist natürlich auch wieder die Frage, was hätte man wieder anders machen, hätte man ein anderes Vorfach wieder können. Da gibt es natürlich jetzt wieder jede Menge Leute da. Wir kommen Carolina dann ohne Dingfischen und. Das kann man natürlich alles so machen. Aber ich habe mich für das jetzt entschieden und ja, so wie es ist, ganz einfach. Wenn ich einen Barsch fange, dann bin ich der Beste und wenn ich keinen mehr fange, dann war es eh klar. Das ist jetzt mal los. Also ich wäre alles da, dass das nicht so ist. Yes. Yeah, got one. It's very, very small. Super small. I hoped it would be bigger, but it's a fish. The bait is almost half the size of the fish. Gonna put it back now. Oops. Let's see, maybe there are more and even bigger ones. Birds tend to stay in schools with their own size, but maybe there are bigger ones around it. Während Regina endlich mal wieder einen Fisch gefangen hat und nun auf Exemplare auf, die ihr Punkte bringen, ist Markus auf Abwägen. Mr. Waller versucht seinem Namen alle Ehre zu machen und auf Sicht den ersten Wels der YPC-Geschichte zu fangen. Scheiße. Das hat er gekannt.
Meter 40 hat er gehabt, bestimmt. Meter 40, Meter 50 eher. Immer wieder schön sowas zu sehen, oder? Das klappt ganz gut, gell? Wenn er sowas mal sehen am Ufer oder so, das habe ich schon 100 Waller gefangen. Wenn du am Ufer entlang gehst und siehst du dabei ein Stück Gummifisch runterlassen, geht es ganz oft, dass er im ersten Moment verschrickt und nimmt das Ding sofort. Schade. Der kommt aber noch mal. Okay. Pass auf. Ich weiß, wir haben eigentlich gezeigt für sowas, aber ich kann es halt doch nicht lassen. Ganz, ganz wichtig, Jungs, sind jetzt kleine Köder. Gell? Ich könnte jetzt da zum Beispiel so einen Vito nehmen. Ich nehme jetzt einen Welsköder, weil den habe ich ja schon umgebaut. Da sind schon gute Drillinge drauf und so. Und vielleicht hat er wirklich Bock. Ah. Okay. Ja, das kennt er mit Sicherheit schon, aber achte. Okay, Satz mit X, Freunde. Was lernt man da draus? Wallerzeug sollte man immer dabei haben. No way. Komm. Big bird, big bird. Yeah! This is a big perch. Yes! Yes, baby! Wow, this is a really nice one. Look at that. Beautiful one. So 38, okay? Yes. Let's go, baby! One more fish, a pike, and I have a full cart. Come on, I will fish here 20 minutes, maybe 30, to get maybe one more fish to upgrade my score. And after we will try another thing to get the pike, because I really need one pike. Little one, it's okay, but I need one pike. For 60 pounds of 50, it's okay, but I really need it. So let's continue. Ein unglaublich wichtiger Fisch für Landry. Dieser Barsch bringt ihn nicht nur der Full Card einen Schritt näher und lässt ihn an Herbert und Christopher auf Platz 2 vorbeiziehen. Dieser gute Barsch gibt ihm nun auch die Möglichkeit, seinen kleinen 27er Barsch mit besseren Hechten oder Zandern auszubessern. Erstmal braucht er nun aber vor allem einen Hecht für die Full Card. I take this perch on this lure. It's the same as the previously episode, so the wheel rider in 10 cm, but not on the YouTube color, on Fire Tiger. So now it's time to take a zander.
Also wir sind jetzt hier am neuen Spot. Hier geht es jetzt auf Zander. Wie ihr seht, das Wasser ist extrem trübe. Das heißt, die Fische können auch am Tag noch echt gut fressen. Zumindest die Zander, die sind ja immer ein bisschen weniger aktiv, wenn das Wasser extrem klar ist und so Sonne steht wie hier. Wir haben im Training hier auch tagsüber ganz gut Zander gefangen. Hier ist so ein Wehr, wo verschiedene Wasserströme aufeinandertreffen und viele Steinpackungen da sind. Und deswegen kriegt man viele Hänger, aber den konnte man gerade wieder rausschütteln. Ja, wir versuchen hier jetzt ganz, ganz leicht, also mit einem 3-Gramm-Kopf, das Ding wirklich ganz langsam über den Boden dopsen zu lassen. Denn die Fische waren trotzdem etwas passiver. Und deswegen langsam anangeln, dann kriegt man hoffentlich den Biss. Der Wurf im Schockperch, Alter. Das war genau richtig, glaube ich. Aus dem Nichts wieder, aus dem Nichts, gell? Ja, die mache ich nass da mit dem Kescher, würde ich sagen, oder? Die ist geil. So. Oh ja, der wohl. So. Das wäre jetzt der Hammer. Das wäre jetzt der Hammer, Alter. Porca miseria. Heute. Da haut man halt voll mit 2 Drilling drin hängen. Weg vom Wasser. Ja, ich bin schön dabei. So. Vorne liegt da. Das sind 71. 71, oder? Super. Na, endlich! Nach fast 13 Stunden ohne maßigen Fisch im Kescher holt sich Markus den erlösenden zweiten Wertungsfisch. Der Hecht ist seine zweite Fischart. Eule klettert einen Platz nach oben und hat nun wieder Blut geleckt. Auch Dustin hat sich entschieden, auf Hecht zu fischen und sein bereits jetzt schon irres Scoreboard so möglicherweise auf einen neuen Rekordstand zu bringen. Zunächst nimmt sich der Tabellenführer aber die Zeit, in aller Ruhe sein Equipment zurechtzulegen. So, Jungs und Mädels, ihr habt es gesehen, es bleibt spannend. Köder gewechselt, was Schockfarbenes drauf, zweiter Wurf, Einschlag, vielleicht. Natürlich kotzt mich jetzt der verlorene Fisch umso mehr, dann habe ich gerade so einigermaßen verdaut und jetzt denke ich mal, das Kind schon das Wetter sei. Fuck, aber ich bleib dran, es geht weiter. Attacke. So, jetzt geht's auf Hecht und ihr wisst alle, was ich meistens mache, wenn ich Hechte angle. Genau, Spinnerbaits. Und ich habe hier eigentlich die perfekte Box von Plano. Die habe ich immer im Kofferraum. Das ist so ein Organizer, da hänge ich die einfach ein. Dann hat man das hier alles schön organisiert, ne? Und hat kein Rumgeeiere. Ist eigentlich perfekt. So. Und die anderen, die ich einfach schnell mitnehme, packe ich mir, wie gesagt, hier in diese Plastikbag. Dann bin ich super organisiert für gleich. Meine liebste Farbe auf Hecht ist Goldglitter. Das heißt, das werde ich jetzt auch verwenden. C06 bei uns. Wer es noch nicht kennt, unsere Spinnerbaits haben so eine Spirale für den Köder. Da ziehe ich den einfach auf, drehe den. Hat mehrere Vorteile. Der Köder arbeitet besser, erstens. Zweitens hält er besser. Und drittens ist der Haken frei. Und man hat eine bessere Bissausbeute, weil beim Spinnerbait muss man sagen, ist die Bissausbeute schon immer schwierig. Deswegen auch nochmal Trailer Hook verwenden, habe ich natürlich auch dabei. BKK Teflon Coated verwende ich nicht nur beim Spinnerbait. Der hat so einen Gummischlauch hier drüber, den zieht man einfach hier rüber und dann ist man good to go. Also ohne den Köder jetzt zu sehr loben zu wollen, aber Spinnerbaits sind wirklich exzellente Hechtköder. Vor allem, auch wenn er ja eigentlich nicht so groß ist für große Hechte. Ich glaube, der Macefunner hat sogar eine ganz gute Statistik. Hat den größten Hecht vom YPC Boat gefangen
Und er hat auch den zweitgrößten vom Ufer gefangen. Und bei Fly vs. Jerk hat er auch den All-Time-Record gefangen. Also echt viele große Hechte kommen darauf. Kann man schon vertrauen in Spinnerbaits. The plan now, it's do a little bit trolling in this piece of bridge, I don't know the name. So I will use this one and walk around this place and hope to find a pike because there is a lot of structure. This area is more calm than this one. So this one there is a stream, but Zander is not active today because I think the light is too high, and I will check this side, maybe a perch, maybe a pike. I will need 2 fish, one for upgrade my little perch, and I really need a pike. 2 hours and 30 minutes left. It's not good. Fish on, fish on. My strategy work is maybe a pike. Please, 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 a pike. Oh, it's small on the. It's a small Zander. My strategy works, but it's not the good fish. I will check the length because maybe it's an upgrade. It's a little one, but it's maybe an upgrade. Yeah, it's a 50 Zander, so it's an upgrade, I think. It's an upgrade, so nice fish. My strategy works. If I can take the same but in pike, it will be better, but thank you and see you later maybe. Bye bye. Das ist definitiv ein Upgrade und zwar gar kein so schlechtes. Landry schmeißt den kleinen Barsch aus der Wertung, verbessert sich um genau 11 Punkte, doch die Ausgangslage verändert sich nicht wesentlich. Er braucht für die Full Card einen Hecht, genauso wie Herbert einen Barsch benötigt. Christopher kann sich die Fischart nach wie vor aussuchen, doch er muss dringend einen 6. Fisch fangen, sonst kommt er nicht in die nächste Runde. This lure goes to, I think, 3 meters deep, and it's a suspending one, so I can make some action and stop behind. So it's a really nice lure to fish close to the shore of in this situation and trolling. So I will continue, and yes, please, I would like a pike. Puh, die Zettis wollen nicht. Die Zettis wollen nicht. Genauso wie die Hechte. Ich glaube, man muss sie beschwören, dass sie beißen. Vielleicht mit so einem Zander Unser, wenn ihr das kennt. Zander Unser im Fluss. Geheiligt werden deine Stacheln. Dein Biss komme, unser Drill geschehe. Wie hier, so auch in den späteren Würfen. Erlöse mich vom Schneidern und bring mir die Full Card oder irgendwie sowas. Petri Heil, ne? Ich glaube, ich hatte einen Biss. Relativ weit draußen. Blatt ausgesetzt, ein kleiner Ruck. War ein bisschen soft, aber
Manchmal, wenn die verfehlen, ist das so. Ich war relativ weit draußen, wo eigentlich kein Kraut mehr ist. Mal gucken. Das Gute ist, dass wir jetzt ganz entspannt angeln können, weil, also zumindest gefühlt, man weiß ja nie, was passiert, ist der Druck aber raus. Der Druck steigt. Der Druck steigt. Beim Fischen ist alles möglich. In Egler, so haben wir letztes Jahr gesehen, also mit 4 Fischen weitergekommen. Ich habe 5 Fische, ich glaube natürlich nicht. Also es kann natürlich sein, aber ich vermute es jetzt mal nicht. Ich fange jetzt lieber nur einen Barsch und dann ist sicher. Genau. Fish on. Fish on again. Ah, I lost the fish. Why I lost all the fish today? It was a good one. But my strategy worked, so let's go, continue. So, heute haben wir wirklich alles. Fehlbisse, Aussteiger, Dummheit, Porca Miseria. Yeah, I just saw something following my bait. I'm not sure what it is. I thought it was a pike, but it didn't move like a pike. It was still here. I don't know what it was. Super weird. Oh, no, no, no. Oh yeah, bite again. What is it? Oh no, that was a stone. Funny. Huh? No. Second time I thought it came after it again, but it was a stone. You're gonna see what you want to see, right? But first it was really a fish, but I don't know what it was. It moved way different than a pike. I don't know. I'm gonna make a few casts between the lily pads and then we're gonna move to the next bridge. What the fuck? Oh, fish! Good fish. Guter Fisch, glaube ich. Zumindest ein guter Biss. No! Ey, das war ein Meterfisch. Ah. Ja, der wäre natürlich für den Wettkampf jetzt gut gewesen. Schade. Er ist ins Kraut gegangen und dann ausgestiegen. Jetzt gehen hier Leute baden, vermutlich nicht so gut. Aber gut, passiert. Ah, da war die Chance. Ja, sehr, sehr, sehr ärgerlich. Das war auf jeden Fall ein Meterfisch. Wäre ein gutes Upgrade gewesen, aber ja, wie gesagt, bei der Punktzahl kann man da natürlich anders mit umgehen. Hätte ich jetzt den Hecht noch gebraucht, dann wäre die Trauer größer gewesen. Naja, vielleicht kommt ja noch einer, aber es war echt ein richtig schöner Fisch. Man ärgert sich immer, wenn man so einen Fisch verliert, egal wie viele Punkte man hat. Meterfisch fängt man natürlich immer gern. Egal, weiter geht's. Vielleicht kommt ja noch einer. The plan now is to catch a pike. It is my last fish, so I don't know any other spot for pike, so I will try again in the same spot as this morning. I think the condition is really bad on this spot, but if I am lucky, I will touch one pike and it's enough. It's enough, I think. It's enough for to have the full card. Maybe not to win the qualification, I don't know. So, let's go.
Oh mein Gott, der hat den einfach vom Boden genommen. Der hat den einfach vom Boden genommen. Ne, hä? Was zum Teufel war das? Hä? Das verstehe ich gar nicht. Ihr habt es gesehen, oder? Dass es 2-3 Mal in der Rute geschlagen hat. Also, fool me, okay. Da wurde ich irgendwie reingelegt. Ich frage mich zwar gerade noch wie, weil Druck drauf war und es 2-mal geklopft hat. Okay, vielleicht das, was ich da dran hatte, das Bäumchen, das Ästchen, irgendwie noch mal woanders hängen geblieben und deswegen so einen Schlag in der Rute drin gehabt. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera, dass die Leute mich nicht für verrückt halten. So einen Baum sollte ich schon noch vom Fisch unterscheiden können. Ein Leben am Limit. Fangöl. Ja, ja. Was soll ich jetzt simulieren? Ich sag, ach, mein Bein. Scheiße, aber so hätte man die Fullcard bestimmt noch gepackt. It's on. It's a nice one. It's a nice one. Come on, come on, come, 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 come. Come on, come on, come on. Nice hook. 3 hooks on the mouth. Yes, baby! The full card is there! It's a big one! I am so happy! Woohoo! Jacquemino, Jacquemino, Jacquemino! Tool, gloves, and here we go. Yes. Yes. 82. 1.5 more, so it's 82. Yes, baby. I think it's the pike from this morning because it was average the same size. I see the same size, so wow. Up, come on, buddy. Yes. Woohoo! So many hours for a pike. Wow! But finally, I get it. Da ist der Plan voll aufgegangen. Landrys unaufgeregte Art macht sich bezahlt. Der Belgier holt sich einen stattlichen Hecht. Als zweiter Angler dieser Gruppe endlich auch die Fullcard und macht damit einen großen Satz Richtung Halbfinale. Herbert und Christopher liegen nun über 95 Punkte hinter Landry, bräuchten also eher 2 Fische, um den Fish Explorer Mann noch einzuholen. Momentan sieht es also eher danach aus, als würde Landry mit Dustin in die nächste Runde einziehen und sich ein erbitterter Kampf um den 3. Platz entwickeln. Zwischen Herbert und Christopher liegt nach wie vor nur ein Zehntelpunkt. 1 hour left. Maybe Jacquemino is the key, because on the Zander spot I don't take any bites from Zander and pike with soft bait,
But with little jerk minnow, I got two bites. So in this place I say, hard bait and ball make the job today. I will try for pike, and after 10 minutes I get one pike. So let's try all this water during 1 hour with the jerk minnow. I will show you the lure. Look this jerk minnow, black color. We was talking about the bait fish in this place is so dark. So I think the noise and the color of the jerk minnow is the key maybe on this place. I will continue with this one and we will see. Maybe I will take another pike. It's not finished. 1 hour left. It's not finished. Die letzte Stunde ist angebrochen und wir erinnern kurz an Herberts Strafe. Der Oberbayer hat nur noch 30 Minuten Zeit, seinen hauchdünnen Vorsprung auf Christopher noch entscheidend zu verbessern. Für den Mannheimer aus dem Shimano-Team ist die Mission dieselbe wie den ganzen Tag schon. Er braucht einen maßigen Fisch, koste es, was es wolle. Ah, er ist zu klein. Fisch. Der Fisch ist klein. Der Fisch ist klein, bitte lass es kein 20er Zander sein. Es ist ein 20er Zander. Fisch. Bayerisches Business. Na, Zander, der kommt mir gar nicht mehr aus, weil der den nicht dick beißt. Ja, der 11 Punkte, der bringt noch ein paar Punkte. Geil. Der ist super. Also was ist der? Der ist 62 auf dem Schlag, gell? So. Klasse Zander für Herbert, der ihm auch nochmal fast 25 Punkte bringt. Doch um den Deckel drauf zu machen, braucht Herbie nach wie vor einen Barsch. Denn weiterhin würde Chris ein maßiger Fisch reichen, um sich den 3. Platz zu schnappen. Jetzt ist natürlich wieder der Wahnsinn eingetreten. Jetzt fängt man nur einen Wertungsfisch, der wo total super ist. Das ist ja fast schon wieder so viel wert wie ein kleiner Barsch, aber jetzt ist wieder alles möglich. Also, falls jetzt wirklich auch einer schlecht gefangen hat oder was, dann ist die Hoffnung bei mir jetzt wieder größer. Natürlich die Anspannung muss man sich jetzt mal vorstellen. Man hört jetzt auf zum Fischen und dann muss man erst einmal 2, 3, 4 Stunden warten, bevor dass man dann einmal irgendwo hingerufen wird und dann wird gesagt, bla bla bla. Die Zeit, wo jetzt vergeht, ist der komplette Wahnsinn. Weil man möchte natürlich unbedingt weiterkommen und dann kommt das Wort
du hast das geschafft oder du hast das nicht geschafft. Kann man sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen. Ich habe jetzt, glaube ich, noch 3 Minuten zum Angeln. Ich hoffe, das reicht. Als Marketingleiter bei Hecht und Barsch besorge ich für unsere Aktion immer die Kostüme für meine Kollegen und hoffe damit, ihnen Freude zu machen. Aber heute war es irgendwie anders. Die Kostüme sind da. Wer will sich verkleiden? Hallo! Naja, dann mache ich es halt selbst. So eine dämliche Idee. Nee, warte, wo geht denn das rein? Irgendwie viel lustiger, wenn andere das machen. Jetzt sagen, Kostüme sind ab sofort gestrichen, ne? Unser Gruselgambling geht in die nächste Runde. Süßes oder Saures, auch in 2023. Für eine 29,95 mindestens 42 € Warenwert sicher, aber bis zu knallsüßen 1.400 € Gewinn. Vom 10. bis 31. Oktober nur auf hechtundbarsch.de und nur solange der Vorrat reicht. So sieht er also aus, der Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender 2023. Das perfekte Produkt, das perfekte Geschenk für alle Raubfischfreaks. Denn die Ködervielfalt zum Hecht, Barsch und Zanderangeln ist einfach großartig. Für alle Sparfüchse, denn für nur 99,95 € bekommt man hier einen Warenwert von über 200 €. Für alle Sammler und Liebhaber, denn alle enthaltenen Produkte wurden exklusiv nur für diesen Kalender produziert. Und natürlich für alle Glücksspielfreunde, denn jeden Tag wartet ein goldenes Ticket. Je früher du bestellst, desto größer die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu knacken. Deswegen ran an die Tasten, den Link zum Produkt findest du unten in der Videobeschreibung. Es fühlt sich so spannend an wie die letzte abgeschlossene Bundesliga-Saison. Ich hoffe nur, dass ich in diesem Spiel hier nicht Dortmund bin. Mensch, Mensch, Mensch. Jetzt wird's nervenzerreibend. Nervenaufreibend. Zerreibend zwar auch, aber hauptsächlich aufreibend. Ich war relativ relaxed die ganze Zeit. So langsam kommt aber Anspannung. Und zwar nicht zu knapp, sage ich euch. Nicht zu knapp. Oh, another pike. Another pike. Come on, come back. Jack Minnow is the key. Black Jack Minnow is the key. I have another pike, another attack. Come on, buddy, come on. Is there? No way. Das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen. Jetzt habe ich gerade wieder einen Biss gehabt. Unglaublich. Jetzt tut natürlich die halbe Stunde wahnsinnig weh, wenn man gespannt, jetzt kommt der Beißzeit und man darf nicht mehr angeln. Also das ist Wahnsinn. Aus. So, jetzt kommen wir zum Resümee. Habe ich es jetzt richtig gemacht, habe ich es falsch gemacht. Ich weiß nicht, ob wir uns wiedersehen, aber ich möchte mich auf alle Fälle einmal bedanken bei meinem Sponsor, Moby Softbait, der wo mir das überhaupt ermöglicht hat. Ich meine, dann muss man viel Geld in die Hand nehmen, dass man da teilnehmen kann. Und da sage ich herzlich Dankeschön dafür. Und kauft euch mal ein paar Gummifische ab.
Die Tuben ist auf alle Fälle der beste Köder und dass der Prop Hecht fangen kann, habt ihr auch gesehen. Und wenn es weitergeht, der Grimme, dann sehen wir uns ja bald wieder. Herbert kann das Geschehen nun nicht mehr aktiv mitgestalten. Ihm bleibt nur die Hoffnung. Hoffen tut auch Markus noch, und zwar an einer letzten Stelle. So, Jungs und Mädels, ich habe jetzt nochmal einen High-Risk-Move gemacht. Gell? Ich habe das Hechtangeln gelost. Will gucken, ob ich vielleicht noch 2 Bärchen in Zander kriege. Echt voll Risiko eingegangen. Auf der Autobahn ewig noch einmal verfahren. Also haben wir noch eine halbe Stunde Angelzeit. Drücke mal die Daumen. Wenn er es will. Und dann schaffen wir es. Jetzt sind wir hier auf der Kamera. Sowohl ich als auch der Kameramann pumpen wie ein Maikäfer, sag ich euch. Ich bin gerade hierher gerannt. Meine Uhr sagt, ich habe gerade einen Puls zwischenzeitlich von 160 gehabt. Ich bin mit Sack und Pack, mit allem was geht, so ungefähr mit 35, 36 km/h hierher gerannt. Jetzt sind wir am letzten Spot. Genau eine halbe Stunde noch. Fisch! Nein, es war ein Biss! Oh mein Gott! Oh mein Gott, jetzt beruhigt sich der Puls garantiert nicht mehr. Nein! Nein! Okay, also wir haben auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen, was die Fischaktivität angeht, glaube ich. Dann werfen wir jetzt da genau noch mal hin. Dadurch, dass ich aber gerade sehr, sehr schnell fische mit 15 Gramm, kann es sein, dass der deswegen den Fisch den Kopf verpasst hat. Deswegen runter vom Gewicht her. Wenn ihr Fehlbisse bekommt und die Absinkphase kürzer als, ich sag mal, 3 Sekunden ist das ein großes Anzeichen dafür, dass ihr zu schnell fischt und die Zander einfach nicht raffen und deswegen daneben schießen. Die zielen nämlich nicht ganz so gut, wie man immer meint. Das letzte Stück Sportlichkeit, was in mir steckte, habe ich gerade rausgelassen. Jetzt kann ich nur noch eine Bewegung, und zwar die hier, in der Hoffnung, dass da gleich ein Fisch kommt. Oh, I had something, I don't know. There is some carp here, so it was maybe a carp, I don't know. Das war ein Biss. Das war ein Biss. Es war ein Biss und ich habe es schon wieder verkackt. I think it's a carp. Let's go to another spot. Was auch immer du bist, was auch immer du bist. Was auch immer du bist. Sei maßig. Oh Gott, das könnte richtig knapp werden. Er ist drin. Ja, 39. Ich werde verrückt. Alter, es ist hier gerade komplettes Chaos. Komplettes Chaos. 39. Well, it didn't work out as I was planned. But I think I tried everything, every possible thing I could imagine. I did my homework. I pre-fished a lot before the closed season. Now we had only 3 days of pre-fishing because of the closed season. So yeah, it was tough. So Jungs, ihr seht's. Passiert nicht, wa? Das wäre jetzt eigentlich so eine Hoffnung gewesen, dass da jetzt 2 Barsche rumstehen, gell? Und wir die kriegen. Und dann vielleicht noch im Notfall den Zander schicken. Aber it's the way. Es werden jetzt nur noch Stürmer eingewechselt, ich sag's euch. Ich habe gerade gar keine Abwehr. Der Torhüter ist vorne im gegnerischen 16er. Alle Spieler in der gegnerischen Hälfte. Wir spielen gerade Ballbesitzpressing. Jetzt muss doch mal einer rein. Jetzt muss doch auch noch mal einer verwandelt werden.
Hat man den Biss gesehen? I do my best. I have a full card, not a big score. It was not easy, but I think it was not easy for every fisherman. So let's see the result and let's see. See you. So ist das. Freunde der Sonne, Kinder der Nacht. Das war es leider für mich mit der YPC 2023. Naja, es ist auch wirklich alles scheiße gelaufen, was schief laufen kann. Aber das macht nichts. Einige werden es jetzt freuen, werden denken, so, jetzt hat er endlich mal das gekriegt, was er verdient. Andere werden sagen, scheiße gelaufen. Ist halt so. Jungs und Mädels, ich möchte mich auf jeden Fall für die Unterstützung bedanken. Geil. Echt mega geil. Das freut mich wie Sau. Das war es leider für mich. Mit der Leistung hat man es nicht verdient, weiterzukommen. Das ist einfach so. Naja, nächstes Jahr vielleicht. Jungs und Mädels, ich wünsche euch was, viel Petri Heil. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal am Wasser. Bis dahin, ciao. Sad, but still happy I could join this competition. I enjoyed it very much. At least I tried very hard. And I enjoyed it, and I want to say thank you to Catch with Care to give me this opportunity to send me to this competition. I hope I represent the brand like they liked. I want to thank everybody who helped me, because there has been a lot of help around all of this. So yeah, I think that's all I want to say. I want to end with thank you all, and I enjoyed it very much. Ne, verarscht, war natürlich nichts mehr. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war meine Performance des diesjährigen YPC Bank 2023. Nach einer unterragenden Vorstellung am zweiten Tag habe ich es wahrscheinlich wieder nicht geschafft. Am ersten Tag wieder Erster gewesen und dann 8 Stunden am Fisch vorbeigeangelt. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Daumen drücken. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen, hattet ein bisschen Spaß. Ich bin durch. Ciao. 5 Verabschiedungen haben wir gehört. Eine fehlt noch. Spitzenreiter Dustin wurde kurz vor dem Schlusspfiff noch von etwas aufgehalten. Fisch! Huge Fisch! Huge Fisch, huge! Großer Riesenfisch, Riesenfisch! Riesig! Ist ein Meter, ganz dicker Meter. $1,10 hat der. Ich kann ihn nicht halten. Ich kann ihn nicht halten. Oh, ich bin so am Zittern. Ich musste ihm gerade entgegenlaufen, sonst hätte ich ihn verloren, abgerissen. Ich kann nicht mehr. Männer, wenn ich den kriege, die Zeit ist abgelaufen, es ist nach Abpfiff. Und ich drill hier einfach den YPC-Uferrekord. Oh, ihr hört es vielleicht, ich bin am Zittern. Kann nichts machen. Bin so hart am Zittern. It's not possible. Oh, der hat mir fast die ganze Spule leer gezogen.
Das ist einfach unglaublich. Ich muss hier leider zwischen die Bäume durchrennen. Ich hoffe, ihr seht mich. Ich kann ihn nicht halten. Ich kann ihn nicht halten. Es könnte mein PB-Fisch sein. Ich kann einfach nicht halten. Er nimmt mir immer wieder die Schnur weg. What the fuck is that? Wow. Oh, fucking hell, it's 121. Ooh. Yes! Ja! Guckt euch das bitte an. Ist das mein Personal Best? Oder was ist das? Guckt euch das an. Maze Runner. Absolut im Kraut. Ich kann nicht mehr. Ich bin so am Zittern. Es ist der unglaublichste Fisch. Ey, der hat mir fast die Spule leer gezogen. Ich weiß nicht, wie groß der ist, aber vielleicht hat er 1,30. Der hat 2 Minuten vor Abpfiff gebissen. Ich möchte den erstmal messen. 126, 126, 126 Zentimeter auf dem Maze Runner. Ich glaube es einfach nicht. Mein neuer PB, 1,26 Meter. Ja! Oh, bist du riesig. Ist das ein unglaublicher Moment. Ich bin so am Zittern. Der hat mir die Schnur fast leer gezogen. 30 Gramm Nashorn. Tadi, der Kameramann, ist auch am Zittern. Oh, und wisst ihr, was das noch heißt? Ich glaube, der Maze Runner hat mich schon wieder zum YPC-Rekord gebracht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe mir das Beste für den Schluss aufgehoben. Hab's spannend gemacht. 1,26 Meter. Neuer PB vom Ufer. Ja! Wir sind zurück am Auto. Und was ich noch mal sagen wollte, den Knoten habe ich schon sehr oft vorgestellt als Snap-Ersatz. Das war, glaube ich, der beste Beweis, dass er sehr gut hält. Der Fisch hatte bestimmt 15 Kilo. Ich würde eher sagen 18. Und einfach das Ende verpilzen, hier einen Hausfrauenknoten reinmachen, den Pilz durch den Hausfrauenknoten durchschieben, zusammenziehen und das geht nicht auf. Der Hecht hat fast die ganze Rolle leer gezogen. Und trotzdem hat der Knoten gehalten. Ich bin am Ende. Für mich, egal was jetzt passiert, egal ob ich am Freitag weiterkomme oder nicht, also der Tag heute hat sich für mich absolut gelohnt. 51er Barsch, 49er Barsch, 47er Barsch und ein 1,26 Meter langer Hecht. 1,26 Meter und 51er Barsch an einem Tag. Ich bin so happy. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich bin. Ich habe es ja anfangs erwähnt und es war mir fast unangenehm zu sagen. Es klang ja fast ein bisschen überheblich, aber wenn mich nicht alles täuscht und heute nicht noch jemand einen größeren Fisch gefangen hat, hat der Maze Runner jetzt den größten Hecht auch noch im Uferturnier gefangen. 1,26 Meter YPC Shore Bank, 1,25 Meter YPC Boat und Fly vs. Jerk 1,28 Meter. Also jetzt hat er sich echt bewiesen. Ich bin so happy. So it's time for the truth, time for the results. The winner of this group crashed his own record. I don't know what happened today, but it's really, really incredible. 2 minutes before the bell rang, there was a bite of a pike of 1 meter
and 26. And he got it out. Congratulations to Dustin Schöne to win this group. Was hast du denn daraus? This year we have some 3D printed YPC Bank trophies thanks to our sponsor Fish Explorer, and I will hand them over to two anglers who will not make it to the next round. They had a tough first day and the second day wasn't much better. Thanks for taking part, Regina and Marcus. Thank you. The second place in this group goes to a man that has been very consistent throughout the last years. He made it to the finals in 2021, he made it to the finals in 2022, and he will make it to at least the semi-finals in 2023. Congratulations, Landry Rosens. So there's one last trophy for the fourth place, and we have one last ticket to the semi-finals. Two anglers both have no full card. The one angler was leading after day one. The other angler got a punishment today for a broken leader. But even though he could not fish the last half an hour, the third ticket goes to Herbert Ziereis. Congratulations. Ein unglaublicher Angeltag geht zu Ende. Unglaublich hart für die meisten, so hart, dass Herbert keinen Barsch brauchte, um trotzdem eine Runde weiterzukommen. Ein Angler erlebte hingegen eine absolute Sternstunde. Was Dustin Schöne an Tag 2 veranstaltete, wird so bestimmt nicht wiederholt werden. 4 Barsche von 47 cm oder mehr gepaart mit einem neuen PB, einem neuen YPC-Hechtrekord führten zu seinem völlig absurden Punkteschnitt von fast 98 Punkten pro Fisch. Das Ganze wohlgemerkt ohne Topwater-Punkte. Nächste Woche geht es mit der Gruppe B weiter, in der Mark Paczowski bereits eine Fullcard vorweisen kann, Markus von Oy und Sander Grönenbohm bereits eine gute Grundlage fürs Weiterkommen gelegt haben und Luis Mendes momentan der stärkste Verfolger des Führungstrios ist. Doch auch Marcel Weigel und Patrick Marable, der Tag 1 ohne Punkte beenden musste, sollte man nicht abschreiben. Wir sehen uns bereits am Donnerstag um 20 Uhr zur Episode 11. Bis dahin freuen wir uns über Likes, Kommentare, neue Abos und Support im Online-Shop. Maze Runner sollten wir auch ein paar da haben. Ciao!